Für die meisten von uns ist das Studium so schon eine Herausforderung. Doch wie ist es, wenn man auch noch 3 Kinder erziehen muss? Um das herauszufinden, haben wir Tina, ihren Ehemann Carsten und die 3 Kinder Mia, Emma und Tom einen Tag lang begleitet. Das Ergebnis seht ihr jetzt. Ich bin Tina, ich bin 35 Jahre alt, komme aus Sieverstedt und ja, ich habe 3 Kinder. Ich studiere Wirtschaftspädagogik mit Wirtschaftswissenschaft natürlich und im Zweitfach dann Deutsch. Also er ist sehr durchstrukturiert. Bei uns gibt es tatsächlich 2 Arten von Tagen. Es gibt einmal die Tage, wo ich zu Hause bin und dann gibt es eben die Tage wie heute, Präsenzuni, und das ist wirklich stressig, bis ins kleinste Detail durchgetaktet. Es ist immer so, dass mein Mann und ich morgens um 5:45 aufstehen und selber dann für den Tag fertig machen. Danach werden dann die Brotdose fertig gemacht für die Kinder. Danach werden die Kinder geweckt, wir frühstücken. Danach werden die Kinder dann fertig gemacht und um 6:50 verlassen wir gemeinsam dann das Haus. Genau, dann fahren wir die Kinder, also ich fahre hauptsächlich die Kinder dann in die Schule und danach in den Kindergarten. Ja, und dann fahre ich zur Uni. Also wenn ich nach Hause komme, dann warten hier meistens schon 3 Kinder, die ein Nachmittagsprogramm gerne absolvieren möchten. Das heißt, wenn ich hier ankomme, fährt entweder mein Mann oder ich die Mädels dann zum Turnen und der andere Elternteil bleibt dann zu Hause und kümmert sich dann um den kleinen Tom. Dann ist es so, dass wir eben ein bisschen Luft haben, während die Mädels dann beim Turnen sind und da fahre ich meistens oder eben mein Mann dann die zweite Kutsche einkaufen. Wenn das dann erledigt ist, werden die Mädels abgeholt und dann wird gemeinsam gegessen. Ja, und dann ist auch schon fast zu Bett geht Zeit und wenn die Kids zu Bett sind, geht für mich die Uni weiter. Also es ist so, ich gucke mir natürlich immer an, welche Module ich belegen muss. Ich schaue mir dazu dann auch die Seminarzeiten und auch die Übungszeiten dann an und gucke, wie das eben machbar ist, dass, wenn es geht, alles vormittags ist und am besten an 2 Tagen die Woche. Also 2 Tage die Woche ist bei uns möglich, dass ich nach Kiel fahre. Da bekommen wir auch Unterstützung von meinem Vater. Alles andere kann ich mit meinem Mann nur abstimmen, einmal in der Woche täglich, dass er eben auch früher nach Hause kommen kann. Ansonsten bin ich an seinen Stundenplan so gesehen auch gebunden, aber es ist zu schaffen. Also es sind wirklich humane Zeiten, die es auch bei der Uni gibt. Man kann es gut strukturieren und planen. Aber es geht eben auch nicht ohne externe Hilfe. Das ist dann möglich, wenn man dann 2 Tage die Woche gut durchgeplant hat. Also es ist tatsächlich auch eine Herausforderung. Ich bin ehrlich, das studentische BAföG reicht hinten und vorne nicht. Ja, wir bekommen auch noch Kindergeld, aber das bekommt ja jedes Kind. Und wir bekommen auch noch die volle Höhe vom Kinderzuschlag. Das heißt doppeltes Kindergeld. Das muss aber immer halbjährlich beantragt werden und damit ist es dann doch schon zu schaffen. Hinzu kommt auch noch, dass wir Lastenzuschuss beantragt haben. Für Mieter kann man auch dann Wohngeld beantragen, aber man muss sich im Klaren sein, dass man das immer und immer wieder neu beantragen muss. Meistens im 6-Monatstakt beim Kinderzuschlag und jahrestaktisch dann bei dem Wohngeld bzw. Lastenzuschuss. Auf jeden Fall ein Nachteilsausgleich bei der Uni stellen, dass man vorrangig bei den Seminaren und bei den Übungsgruppen behandelt wird, also dass man wirklich die Zeiten auf sich persönlich abstimmen kann. Dieses Recht haben wir als Eltern. Dann hat man auch nicht mehr dieses Problem, dass man irgendwie in Kurse kommt, die zeitlich gar nicht mehr passen, sondern die Kurse kann man sich selber einfach so nehmen, wie man es braucht. Außerdem hat man auch die Möglichkeit, beim Nachteilsausgleich längere Bearbeitungszeiten für Hausarbeiten zu beantragen. Da habe ich allerdings nicht so die Erfahrung mit, weil das für mich bisher nicht in Frage gekommen ist, aber auch das kann man auf jeden Fall tun und die Damen und Herren vom Nachteilsausgleichsausschuss sind auf jeden Fall sehr kompetent und hilfsbereit und es geht auch unglaublich schnell. Also innerhalb von 2 Wochen hat man es postalisch in der Post. Und was auch wichtig ist, es muss wirklich eine Tagesstruktur da sein. Ein Studium ist wirklich ein Fulltime-Job. Man denkt immer, ach, mit Vorlesungen, Übungen und ein paar Seminaren ist das getan. Das ist es nicht. Die Vorbereitung und Nachbereitung nimmt deutlich mehr Zeit in Anspruch als die Präsenz in Kiel. Auch ein 40-Stunden-Job ist tatsächlich angenehmer als ein Vollzeitstudium. Das muss einem einfach bewusst sein, dass man vieles auch dann in die Abendstunden legen muss. Dann schafft man das auch. Tina hat uns jetzt schon sehr viele Tipps gegeben. Doch auch ihr Ehemann Carsten, der nebenbei noch eine Ausbildung macht und sie tatkräftig im Alltag unterstützt, hat noch ein paar Tipps für alle Eltern unter uns. Also man sollte eine gewisse Gelassenheit natürlich haben, auch wenn das stressig ist. Man sollte sich auch informieren mit finanziell Zuschüssen, was man da bekommen kann und
sich nicht von den Anträgen erschlagen oder demotivieren lassen. Hier kommt immer auch natürlich darauf an, bei welchem Amt oder wo du es machen kannst, wie da die Leute sind, welche Informationen du kriegst, weil wir haben oft gehört, ihr kriegt ja schon BAföG, ihr seid gar nicht berechtigt, was ja gar nicht stimmt, oder du glaubst den Leuten das, bevor wir das dann mal rausgekriegt haben und so. Da sollte man sich schon informieren und natürlich, dass du so einen kleinen Background hast, dass du vielleicht Freunde, Familie hast, die dann auch mal aufs Kind aufpassen können. Man muss ja nicht lügen, es ist anstrengend, aber die schönen Momente überwiegen natürlich. Ein Lächeln zahlt vieles zurück. Es ist alles machbar, lass dich nicht unter Druck setzen, würde ich so sagen. Versuch es entspannt anzugehen. Tschüss!